Die Pets sind eins der spannendsten, beliebtesten Features auf meiner Seite und ich möchte euch auf dem derzeitigen Stand 2023 meinen Guide geben für die Pets, damit ihr auf einem der neuen Server, zum Beispiel auf EU5, auch bestens vorbereitet seid. Zu Beginn gilt erstmal zu klären, warum man denn überhaupt mit den Pets spielt. Warum sollte man die Pets spielen? Und zwar hat das mehrere Gründe. Man könnte sagen, zum einen ist es einfach auch ein schöner Content, da man ähnlich als Pokémon-Spiel seine Haustiere füttern kann. Ja, also vom Content her gesehen. Dann ist es aber so, dass man durch die Pets einiges an Erfahrung generieren kann. Zum Beispiel so. Für den eigenen Spielfortschritt sehr, sehr wichtig. Darüber kriegt man auch noch Gold, by the way. Drittens belegt der Grund, der den Char eigentlich am meisten prägt. Und zwar ist es der sogenannte Pet-Bonus auf die Skillpunkte. Und es ist so, dass so ein Pet-Bonus natürlich am Anfang eines Spielers noch nicht so extrem wirkt, wenn man vergleicht, dass man Basis-Skills hat von 663. Man kriegt durch das Equipment 1652 Punkte und Pets geben zum Start nur 86 zusätzliche Punkte. Nun schaut man sich das Ganze mal auf einen Main-Char, auf einen Long-Term-Char an, dann sieht man, dass die Pets im Main-Attribut sogar mehr Punkte ausmachen als das Equipment und vor allen Dingen als die Tränke. Bei Ausdauer ist es immer noch sehr, sehr viel im Verhältnis, mehr als die Tränke, und selbst bei Glück ist das Verhältnis zum Equipment nicht unrelevant. Ihr fragt euch natürlich, okay, wie komme ich jetzt an diese Pets? Ja, und das Schöne ist, dass selbst ein unerfahrener Spieler relativ einfach die Pets freischalten kann, denn die Rahmenbedingung ist, Level 75 zu erreichen und eine oder zwei Quests zu spielen, bis man das Nest in der Taverne in dem Abenteuer bekommt. Wenn ihr natürlich Pilzer seid und gerade zum Serverstart versucht, relativ schnell die Pets zu erreichen, solltet ihr euch immer Folgendes im Klaren sein: Ab Level 50 könnt ihr den 5. Dungeon Key bekommen und habt zum Serverstart Epic Event. Wenn ihr am gleichen Tag die Pets freischalten wollt, müsst ihr auf jeden Fall versuchen, so schnell wie möglich auf Level 70 zu kommen, ohne Alu zu spielen oder so wenig Alu wie möglich zu verbrauchen. Ihr könnt im Prinzip von Level 50 an über alle offenen Dungeons von Etage 3, 4 und natürlich 5 mit den ganzen Dungeon-Gegnern und der XP, die ihr bekommt, wenn ihr die besiegt, auf Level 70 pushen und habt dann die Chance, im Zauberladen den Schlüssel für den 6. Dungeon freizuschalten. Wenn ihr den dann freischaltet und sowieso schon fast alle Dungeons geklärt habt oder alle Dungeons vorher geklärt habt, dann seid ihr in der Lage, noch weitere Dungeons der 6. Etage zu clearen und werdet relativ schnell auf jeden Fall auf Level 74 kommen, könnt dann Alu spielen oder ihr schafft noch einen Dungeon, seid dann sogar fast 76 und dann spielt ihr Alu. Holt euch das Petnest und das Petnest wird euch zu jedem der 5 verschiedenen Pet-Habitate ein Random Pet zuordnen können. Ja, und die Habitate sind Shadow, Light, Earth, Fire und Water auf Englisch. Ja, Deutsch gibt es natürlich auch. Und ja, jedes Habitat im Prinzip deckt ein Attribut eures Charakters ab. Passend ist die Farbe auch hergerichtet. Das ist Ausdauer, Geschick, Intelligenz, Glück und Stärke. Das heißt, wenn ihr, je nachdem, was ihr für eine Klasse habt, für einen Mainstat solltet ihr auf jeden Fall immer Shadow im Blick haben und euren Mainstat. Das sind auf jeden Fall die wichtigsten Habitate. Ja, und wie sind dann die ersten Steps, wenn man halt zum Beispiel, wie ich auf EU4, nicht so optimale Starter-Pets bekommen hat. Also mittlerweile sieht das Ganze so aus, Pets, die so hell sind, die habt ihr. Und Pets, die ausgegraut sind, aber sichtbar sind, die habt ihr halt noch nicht. Und ich hatte auf diesem Server viele Pets, mit denen ich eigentlich gar nicht anfangen wollte. Dann ist es immer wichtig und immer möglich, dass ihr auf jeden Fall mit, egal welchen Pet ihr im Habitat habt, einen Angriff machen könnt im Habitat. Also selbst das Pet hier, wenn ihr das habt, zum Beispiel, könnt ihr das als Dungeon-Gegner einfach besiegen und euch die XP holen. Ja, das Pet, was links oben steht, ist immer das erste im Habitat, was ihr angreifen müsst. Und das ist in der Regel immer das leichteste. Wie es bei Shakes and Fidget auch so ist, haben geschickbasierte Pets in der Regel einen Vorteil, weil die können nämlich auch ausweichen. Also solltet ihr euch natürlich langfristig für das Pet entscheiden, was euch relativ einfach durch das Habitat führen kann.
Und dazu gibt es auch Pet-Routen, die werden wir im späteren Verlauf feststellen. Was wichtig ist, ihr solltet nach Möglichkeit bei Shadow mit 10er spielen, also Tusi. Schlurp geht auch, ist aber weniger zu empfehlen. Bei Light kann man Gel Klops nehmen. Tink wäre etwas empfehlenswerter. Ich habe tatsächlich Gel Klops auch genommen aus einem Grund. Als ich die Pets bekommen habe, war es Nacht und ich konnte also Tink nicht am gleichen Tag freischalten, wollte aber halt schon meine ersten Fütterungen durchführen, denn wenn ihr Pets füttert, werden diese Pets in ihren eigenen Attributen stärker und das ist natürlich Sinn und Zweck der Sache, indem man die Früchte, die man sammelt, zu dem jeweiligen Habitat den Pets auch gibt, damit diese stärker werden. Bei Erde solltet ihr auf jeden Fall mit Lillipon spielen, bei Feuer kann man Gulps nehmen und Pyrophibus, ist beides möglich. Und bei Water führt eigentlich kein Weg an Okodil zum Anfang dabei. Das Ziel ist es natürlich, alle Pets besiegt zu haben und alle Pets auf der höchsten Stufe, nämlich Level 200, zu füttern. Und wenn ihr euch vorher schon für ein Starter-Pet entschieden habt, ich habe es ja schon erwähnt, kann es eben sein, dass ihr Glück habt, dass ihr genau die Pets bekommt oder ihr müsst die Fundbedingungen der Pets beachten. Jedes Pet hat eine Fundbedingung, die Fundbedingung kann man sich über alle Pets hinweg schon durchlesen, auch wenn man das Pet noch gar nicht sieht. Die Starter-Pets haben die einfachsten Fundbedingungen. So gibt es Pets, die man am Tag finden kann und in der Nacht. Der Tag geht im Prinzip von 6 bis 18 Uhr und die Nacht geht von 18 bis 6 Uhr. Und wenn ihr zum Beispiel wie ich in der Nacht anfangt, ja, bei Erde war das ein sehr gutes Beispiel ich hatte, glaube ich, Moncourage bekommen als Starter-Pet bei Erde und habe dann in der Nacht noch einen Fight gemacht gegen Mambuton, habe Mambuton besiegt, habe einen Apfel bekommen. Die Apfel habe ich aber nicht den Moncourage oder Mambuton gegeben, sondern ich habe gewartet, dass es Tag wird und ich Lillipon freischalten kann. Das heißt, egal wann ihr die Pets freischaltet über das Petnest, ihr solltet spätestens nach einem Tag euer Starter-Pet haben. Je nachdem, ob es am Tag oder in der Nacht zu finden ist und Früchte, die ihr bekommt, solltet ihr euch aufheben, bis ihr das Starter-Pet bekommen habt, was ihr nehmen wollt. Wie kann man jetzt an Früchte kommen und wie sind die Einsatzbedingungen? Also in der Regel könnt ihr ein Pet 3-mal am Tag füttern. Ihr solltet eben, wie schon gesagt, nur euer Pet füttern, mit dem ihr auch aktiv spielt. Die Pet-Routen, wenn ihr ein Pet wechselt, bedeutet natürlich dann, dass dann nur noch ein anderes Pet gefüttert wird. Mehr dazu eben später. Früchte könnt ihr bekommen, zum einen durch Quests. Es ist im Prinzip so, dass ihr natürlich die Chance auf eine Frucht bei längeren Quests höher habt. Also prinzipiell alle Ressourcen, die irgendwie in der Quest getroppt werden können, haben eine höhere Fundchance bei längeren Quests. Aber es hat sich über die Zeit wohl ergeben, dass ihr nicht schlecht kommt, zum Beispiel indem ihr alle Biere einzeln trinkt. Dadurch habt ihr auch kürzere Quests in der Regel und einfach durch die Anzahl der Quests ist natürlich die Chance dann auch höher, die ein oder andere Frucht zu finden. Natürlich sollt ihr immer auch abweichen, wollt ihr auf XP gehen. Ich werde zukünftig dann auch in solchen Fällen aber auch mal auf kurze Quests gehen. In dem Fall jetzt gehe ich aber auf die lange Quest, weil die doch relativ viel XP bringt. Ja, das ist alles RNG basiert, aber kann was bringen. Dann könnt ihr auch Früchte über das Glücksrad erhalten, aber nicht über dieses, sondern das Glücksrad 2.0. Dazu müsst ihr aber erstmal alle neuen Dungeons geklärt haben, Märchenturm freigeschalten haben und ein gewisses Level, was ihr dann aber haben solltet. Dann droppt dieses Glücksrad auch in der Quest und dann kann man auch hier Früchte durch Glück gewinnen. Dann kann man bei den Pets selber Früchte gewinnen, zum einen über eben die Habitate. Ihr habt es schon gesehen, wenn man also dann einen Dungeon besiegt, dann droppt dieser eine Frucht. Die kann man dann natürlich gleich zum Füttern einsetzen und das machen wir hier zum Beispiel auch mal. Manchmal muss man eben dann auch mal mehr angreifen, manchmal weniger. Irgendwann geht's los. Gulps ist das schwächere Pet, sollte aber trotzdem Pyrophibus besiegen. Genau, damit haben wir das auch auf Level 7. Eine weitere Möglichkeit, an Früchte zu kommen, ist der Daily Login Bonus.
Es gibt 12 Daily Login-Kalender in einer gewissen Rotation. Im Shakes Widget Discord könnt ihr diese Rotation finden und einige haben jeweils 5 Früchte eines Habitats dabei. Wenn ihr also im Daily Login diesen Kalender habt, dann gönnt euch das definitiv, achtet darauf, dass ihr dann vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal mehr Früchte einsetzen könnt zum Füttern. Während eines Pet-Events zum Beispiel kann man ja mehr als 3-mal füttern. Oder wenn ihr nochmal ein Pet vielleicht hoch machen wollt auf 100, obwohl ihr es gar nicht mehr aktiv nutzt, dann geht das zum Beispiel auch. Aber Leute, es macht keinen Sinn, den Daily Login-Bonus zu cutten, um einen neuen Eventkalender rotiert bekommen für die Pets, für die Früchte. Auch generell für alles andere lohnt sich das nicht. Spielt täglich und gönnt euch die Level-Ups. Das ist auf jeden Fall wichtiger. Aber trotzdem über die langfristige Dauer ist auch der Daily Login-Bonus sehr, sehr nice für die Früchte. Des Weiteren könnt ihr über Pet-Kämpfe Früchte gewinnen. An jedem Tag gibt es ein Habitat, was ihr angreifen könnt, und zwar von anderen Spielern. Welcher Spieler das ist, wird random zugelost. Und zwar ab dem Moment, wo 0 Uhr passiert, fängt es an. Bei mir ist es Ducky Gott. Hier wird gesagt, er hat bei den Light Pets insgesamt 6 Level. Das heißt, das Spiel rechnet alle Level zusammen. Er hat 2 Pets. Das heißt, im Prinzip ist er schwächer als ich. Früher wurde dieses leider gar nicht aktualisiert. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass dieser Wert, wenn ihr diesen Spieler zum Beispiel 0 Uhr generiert, aber jetzt 20 Uhr erst angreift, dass dieser Wert dann im Laufe des Tages auch aktualisiert wird, wenn er zum Beispiel 3 Früchte gegeben hat zum Trainieren. Ob das jetzt immer hundertprozentig so stattfindet, weiß ich natürlich nicht. Am besten ist es, ihr greift die Leute an, sobald ihr sie das erste Mal seht, dann sollte der Wert definitiv aktuell sein. Wenn ich jetzt aber daran denke und davon ausgehe, dass er hier Light wirklich auf 6 hat, dann würde ich jetzt tendenziell mal sagen, er hat Tink auf Stufe 5. Also greife ich hier mal mit Feuer an. Obwohl, Feuer kann ich auch noch trainieren. Ich habe ja auch schon ein paar Früchte bekommen, wahrscheinlich über den Hellevader. Ne? Der ist natürlich auch geil. Aber wir nehmen jetzt für die Pet-Fights dann einfach mal, weiß nicht, was ich noch für Früchte kriege. Ne? Schon so ein Ding. Wir nehmen jetzt einfach mal Erde. Ja? Das hat auf jeden Fall funktioniert. Wenn ihr den ersten angegriffen habt, kommt der zweite. Er hat 3 Pets auf Stufe 9 insgesamt. Wir haben eine Frucht bekommen, können also wieder aufsteigen. Das heißt, er hat sein stärkstes Pet höchstwahrscheinlich auf 9, 8 auf Level 7. Und auf Level 7 würde ich jetzt mal Shadow nehmen. Man muss wissen, in den Pet-Fights ist es wichtig, es gibt einen Elementarbonus. Sprich, wenn ihr gegen ein Habitat kämpft, was rechts von euch steht, also Shadow steht rechts von Water, Light steht rechts von Shadow, Earth steht rechts von Light, Fire steht rechts von Earth und Water steht rechts von Fire. Dann habt ihr einen gewissen Attributsbonus im Kampf und dadurch, dass Light stärker ist als Shadow, macht es Sinn halt jetzt auch Shadow zu nehmen. Ich tue sie sowieso nicht mehr hochballern heute. Dann sollten wir trotzdem den Fight gewinnen, auch wenn wir hier gegen Light kämpfen müssen. Nein! Okay, Petkämpfe sind RNG-based, das gehört auch dazu. Für jeden Kampf gewinnt man Ehre, für jede Niederlage verliert man Ehre und steigt halt in der Ehrenhalle auf und ab. Der Gegner, der euch zugelost wird, ist ungefähr eine Range plus minus 50. Also irgendwas plus minus 30 bis plus minus 50. 3 Pets, Level 9 maximal heißt wieder Level 7. Ich würde jetzt mal mit nehmen wir mal einfach Water. Komm, wir gehen mal rein, Water. Nice, hier hat man wenigstens das Glück auch zu gewinnen. Er hat Light insgesamt 10, das heißt Level 8 als bestes Level. Dann nehmen wir jetzt mal selber Light. Wir haben ja hier Level 10. Gönnen uns die Frucht. Oh, er hat Light auf 13 bei 3 Pets. Das heißt, sein bestes Pet ist Level 11. Ja. Muss man sich überlegen, ob man den dann angreifen will. Wahrscheinlich werden wir ihn nicht besiegen, weil Tink, also Geschickgegner gegen Intelligenzgegner wird nichts bringen. Wenn er Gelclops hätte, könnte man es versuchen. Mit Glück könnte man dann gewinnen gegen einen Stärkegegner. Aber wir wissen es nicht. Deshalb werde ich jetzt hier, glaube ich, diesen Fight nicht machen. Natürlich kann man auch sagen, man nimmt den Fight, um in der Ehrenhalle zu droppen, um vielleicht dann morgen einen leichteren Gegner zu finden. Ich glaube, wenn ich so recht drüber nachdenke, mache ich das so. Aber ich will warten, dass ich noch 2 Früchte jetzt bekomme während der Quest, damit ich wenigstens mit dem höchsten Level angreife. Genau.
Bevor wir jetzt zu den Pet-Routen kommen, wo man sieht, welches Pet man leveln sollte zum Start, auf welches Pet man wechseln sollte und warum, ist erstmal die Frage auch zu beantworten, warum soll man denn überhaupt erstmal alle Pets finden? Warum reicht es denn nicht aus, alle Pets zu schlagen? Es gibt 2 Stichwörter, und zwar Routelbonus und Pet-Bonus. Wie bereits zu Beginn erwähnt, nehmen die Pet-Boni auf unseren Char gerade langfristig gesehen keinen unwesentlichen Anteil unserer Gesamtstats ein. Pro gefundenes Pet wird die Stats des jeweiligen Habitats auf dem jeweiligen Attribut um 1% erhöht. Sprich, wir haben jetzt natürlich überall 3 Pets gefunden. Das heißt, wir haben auf all unseren Stats derzeit 3% Boni. Zusätzlich müssen wir ja alle Pets schlagen, damit man die Chance hat, die Pets nicht nur auf Stufe 100, sondern auf 200 zu erhöhen. Mit Stufe 100, mit Stufe 150 und mit Stufe 200 wird nochmal der jeweilige Bonus um 0,5 oder 0,25% erhöht. Also tendenziell könnte man mit jedem Pet dann 2% Attributsbonus haben. Das macht er dann im Prinzip 40% aus, und das ist eben sehr, sehr knackig. Das Ganze wird, wie gesagt, für jedes Pet kumuliert. Also für jedes Pet, was man auf Level 100 hat, kriegt man dann eben diese extra 0,5%. Bei einem Pet würde das eben wieder, wie gesagt, abgerundet werden. Dementsprechend ist es dort noch nicht sichtbar dann auf den Stats, aber sobald man dann 2 Pets auf Level 100 hat, ist es wiederum sichtbar. Und das Ganze, wie gesagt, für jedes Habitat. Greifen wir jetzt doch einfach mal mit Tusi dieses Pet hier an. Tusi hat übrigens diese Werte hier, ne? Und wir hatten 97 da. Durch das Besiegen der Pets wird nichts in den Stats geändert. Wir haben ja immer noch die gleichen Stats auf unserem Main-Attribut, weil wir das Pet ja zwar geschlagen haben, aber noch nicht gefunden haben. Die Werte bei Tusi haben sich auch nicht erhöht. Die erhöhen sich natürlich, indem man Früchte gibt. Die Pets werden stärker, aber auch das Schlagen des Pets hat nichts auf meinem eigentlichen Pet bewirkt. Wenn wir jetzt aber dieses Pet finden, oh, durch Zufall war das genau die richtige Quest. Dann sollten wir es natürlich gleich mal einsammeln. Jetzt haben wir es gefunden. Und eigentlich sollte sich der Wert erhöht haben, aber irgendwie macht es das nicht. Warum? An dieser Stelle, liebe Freunde, musste ich einen Cut machen, einen Tag später, denn das hat mich doch sehr irritiert, dass sich der Wert nicht geändert hat. Jetzt ist es aktualisiert worden. Durch das 4. Pet haben wir jetzt 4% Boni auf. Also vom gesamten Volumen sind 4% ungefähr durch die Pets. Ne? Also 33 mal 4 sind halt 120, 132 ungefähr. Es wird ja, wie gesagt, abgerundet. Und ja, das hat sich einen Tag lang nicht aktualisiert, deshalb habe ich zwischenzeitlich auch geskillt, weil ich dachte, vielleicht hilft das Skillen. Und ich hatte dazu Holle angeschrieben, der hatte sich auf meinen Account auch eingeloggt, hatte sich das angeguckt. War der Meinung, das sollten wir auf jeden Fall mal per Ticket lösen. Dementsprechend habe ich ein Ticket erstellt, dass das mal geprüft werden kann, womit es zu tun hat. Falls ihr das gleiche auch erlebt irgendwie bei euch, schaut mal, wie es zum Beispiel nach einem Level-Up ist, oder wenn ihr zum Beispiel, ja, bei mir hat dann tatsächlich der Dungeon Try anscheinend, entweder das war einfach die Zeit oder der Dungeon Try, der das Ganze dann gelöst hat. Habt ihr also auch mal einen Tipp von erster Hand. Normalerweise sollte sich das relativ schnell aktualisieren. Ja, und wir sehen auch, dass Zenauk höhere Werte bekommen hat, nämlich pro Pet wird auch nochmal der sogenannte Pack-Bonus aufgestaffelt. Und der erhöht sich auch pro Pet, und das ist halt dann im Prinzip auch der Grund, warum es notwendig ist, alle Pets zu finden, so schnell wie es denn nur geht, denn die eigenen Pets werden stärker und der eigene Charakter werden stärker. Kommen wir endlich mal zu den Pet-Wegen, welche Pets ihr wann spielen solltet, wann wechseln solltet, basierend auf den Grafiken von Sam Thing, der im letzten Jahr auch einen sehr guten Pet-Guide gemacht hat. Er hat alles eigentlich auch gesagt, was ich gesagt habe. Er hat noch Gildenleiter-Pets ein bisschen besser beleuchtet. Er hat auch Zahlenbeispiele, Rechenbeispiele gebracht, die ich nur in-game zeigen konnte. Ein paar Sachen hat er nicht gesagt, die ich sage, vollkommen okay. Aber er hat hier die Routen für die Pets aufgelistet. Ihr seht im Prinzip hier das Starter-Pet jeweils links. Ihr seht auch, in welcher Position das ist. Ihr seht, in welchem Level man das nächste Pet schlagen kann. Man sieht einen Pfeil mit einer prozentualen Chance. Man sieht hier drüben den
Rudelbonus, den das Pet hat zu dem Zeitpunkt, und den Gladiator-Trainer. Das heißt, man weiß genau, welche Features man zusätzlich haben muss, um genau mit diesem Level diese Chance zu haben. Und im ersten Weg, Shadow, geht er auf Zenok und Rosa links. Man sieht 1,1% Chance, trotz 10% Rudelbonus, 9% Gladiator-Trainer. Das ist ein Weg für Pilzer, aber wenn man den Weg geht, hat man das Endpad im Prinzip mit 200 Früchten freigeschalten. Und um so schnell wie möglich alle Pets zu haben, muss man ja alle Pets schlagen, und deshalb redet man von Effizienz, und dieser Weg ist sehr effizient, vorausgesetzt, man hat eben die Pilze, um zu dem Zeitpunkt, wenn man Zenok auf Level 100 hat, auch 10 Pets gefunden zu haben und Gladiator drin auf 9 zu haben, genauso wie Rosa links bei 100, sollte man 13 Pets gefunden haben und den Gladiator drin auf 11 haben, damit diese Wahrscheinlichkeit stattfindet. Und die das nicht durchstehen können, die haben halt den herkömmlicheren Weg über Zenok mit einem kleineren Zusatz über Katz, Ninja und dann Poison. Der Weg ist insgesamt ein bisschen teurer. Man muss halt darauf achten, dass manche Pets Fundbedingungen haben, wie Jahreszeiten, dass man vielleicht nicht immer alles finden kann. Dazu gibt es aber auch noch ein sehr schönes Tool, was ich euch am Ende noch zeigen will. Bei Licht sieht das Ganze so aus. Hier wurde jeweils nur Tink genommen, weil Tink ein, sag ich mal, PvP-stärkeres Pet ist. Man kann auch diese Wege mit Gelclops bestreiten. Die Prozentchancen kann man sich dann natürlich auch ausrechnen. Mit Gelclops geht es ein bisschen schneller, weil man sieht, Licht ist so ein bisschen das Habitat, was man meistens als letztes erst erledigen kann, weil man sehr abhängig ist von Kilrich. Warum ist das so? Man kann im Prinzip mit T-Witch und auch mit Bofux Unicore legen, aber man kann nicht Heraldon, also das Intelligenzpad davor legen, wenn überhaupt dann erst mit Prozenten jenseits Gut und Böse, was nicht mehr effizient ist, und auch Pilz teuer ist. Man kann, wie gesagt, das auch mit Gelclops machen. Hier oben der Weg ist anscheinend für, sag ich mal, geht leider auch entspannter, beziehungsweise hat man den Vorteil, dass man ein Level 100er Pet sowieso braucht. Für jedes 100er Pet gibt es ja einen kleinen Bonus, auch im Rudelbonus und auch in den Stats. Ich mag T-Witch mehr, weil T-Witch im PvP auch stärker ist, und im Notfall kann man halt auch T-Witch, gerade bei einem Pet-Event, wo man mal extra Früchte kriegt oder so, kann man natürlich dann auch T-Witch ganz schnell mal auf 100 ballern nebenbei, und das stört dann gar nicht. Also ich mag den Weg hier unten am liebsten, aber ich bin ja auch in der Lage, das mit Gelclops zu machen. Man muss bedenken natürlich vor allen Dingen, dass auch Kilrich, wie gesagt, nur zu einem Epic-Event zu finden ist. Das heißt, man sollte das Ganze auch so ein bisschen timen, dass man dann zum Epic-Event dann auch Kilrich hat und nicht noch ein Event warten muss. Ja, bei Erde ist das Ganze relativ straight. Eigentlich kann man im Prinzip den Weg hier oben gehen. Das ist auch mit der effizienteste Weg. Auch im PvP ist es stark genug. Hier gibt es noch einen alternativen Weg, den man gehen kann, wenn man halt gerade nicht die Chance hat, mit 12% Rudelbonus, mindestens 12% Gladiator-Trainer bei Level 100 von Klopp die Wop auf Mauheld zu gehen. Ja, wenn man das nicht schafft, geht man halt über das 18. Pet Kanokle, aber in der Regel sollte es machbar sein, also auch für die Eco-Pilze oder so sollte das Ziel sein, ja, dass man das packen kann. Sehr hilfreich sind ja dafür die Pro-Packs, die man kriegen kann, um Seelen freizuschalten für den Gladiator-Trainer. Ist schon sehr sinnvoll, weil der Unterschied ist extrem in den Früchten. Aber es ist halt auch abhängig ein bisschen, wie schnell man bei Licht unterwegs ist. Ja, Feuer ist sehr interessant. Da habe ich erst kürzlich einen Fehler gemacht. Wenn man den etwas hardcore-pilzeren Weg gehen will, geht man über Gulps, Dragopyr, Devastator. Ist man auch sehr fix unterwegs. Die Chancen sind relativ schmal. Auch das vorletzte Pet ist schwer zu besiegen. Wenn man aber vorhat, das Ganze zu spielen, darf man das nicht mit Pyrophipus machen. Mit Pyrophipus schafft man Dragopyr einfach nicht. Das geht nicht. Wenn man Pyrophipus startet, sollte man definitiv auf Dragopyr wechseln und diesen Pet hier gehen. Der ist an sich jetzt auch nicht so mega ineffizient und etwas einfacher zu spielen. Im PvP ist es so, dass man dann in den ersten Wochen gegebenenfalls halt auch schlechtere Karten hat, weil Dragopyr natürlich, wir haben Gulps auch hoch zu leveln. Wir haben auch wieder das gleiche. Wir haben gleich
100er Pets, die man braucht, ist es im PvP dann schon auch ein bisschen stärker in den ersten Wochen. Wenn aber Kokofür dann ein gewisses Level hat, ab 50, 60, 70 aufwärts, dann ist auch Kokofür im PvP ziemlich stark. Und hier muss man halt wieder das richtige Timing haben mit der Fundbedingung von Mantiflam. Dann kann das auch ganz gut passen. Ja, und bei Wasser gibt es hier 3 Pets-Wege aufgezeigt. Den ersten Weg habe ich auf EU1 gemacht. Und ich muss sagen, ich bin mit Unterbiss ganz gut klargekommen. Aber Hydrusbier, also ich habe auch eher zwischen 2.000 und 3.000 Pilzen ausgegeben für das Pet. Man kann auch Glück haben, es Ehren kriegen, aber also das ist schon echt krass. Ich meine, dieser Weg lohnt sich nur, wenn man auch bei Licht sehr effizient ist. Ich war damals bei Licht nicht sehr effizient und den Vorteil, den ich mir bei Wasser erarbeitet habe, hatte ich mir bei Licht wiederum zerstört. Und dadurch ist auch Hydrusbier lange auf 100 sitzen geblieben. Also man muss ja bedenken, man kann die Pets ja auf 100 leveln, aber das Ziel ist es, dann direkt das Endboss-Pet weiter zu leveln. Das heißt, wenn man den ersten Endboss hat, das erste 20. Pet gefunden hat und anfängt zu trainieren, sollte man das Ziel haben, dass wenn dieses Pet Level 100 erreicht, man alle anderen Pets auch geschlagen hat, damit man direkt auf 200 gehen kann. Ansonsten bringt diese Effizienz hinten raus nicht mehr so viel. Alternative ist eben dadurch über Tintak oder Evilgrim zu geben. Wenn man es schafft, sollte man Evilgrim nehmen. Man sieht natürlich, man braucht mehr Pack-Bonus oder einen besseren Gladiator-Trainer oder die Chancen sind geringer. Evilgrim ist halt tendenziell einfach ein bisschen stärker und auch hier das gleiche. Während der Pet-Events kann man dann das auch mal auf 100 ziehen, dann hat man auch diesen Level 100er Bonus. Fluch, da kommt man auch ganz gut klar. Dieser Weg ist okay und ist immer noch effizienter als bei Licht. Und jetzt habe ich euch noch Tools versprochen. Natürlich sind es die SF-Game Tools. Da gibt es den Pet-Kalender, der sehr interessant ist, denn er sagt, Stand dem jetzigen Datum, welche Pets sind verfügbar und unter welcher Bedingung, also zeitlich und unter welcher Bedingung und welche Pets sind erst dann und dann verfügbar, weil die zum Beispiel Tag- oder Nacht-Pets sind oder weil das Pets sind, die man nur an einen bestimmten Tag finden kann. Ja, das sind gerade diese Pets hier zum Beispiel. Heute ist ja Montag, also Red Fox kann man dann erst am Mittwoch finden, am Tag. Und auch Pets, die man halt nur zu Events finden kann, anhand des Eventskalenders. Ne? Wir haben ja Körig erwähnt, während des Epic-Events. Ja, bis hin zu den Pets, die man nur einmal im Jahr finden kann. Pfingsten, ganz unten. Also sehr geil, der Kalender aktualisiert sich eben immer entsprechend eurer Uhrzeit und kann euch helfen, gerade bei einem Serverstart zu planen, was zeitlich überhaupt sinnvoll ist, auf welches Pet zu gehen. Und wunderbar funktioniert das Ganze halt mit dem Pet Simulator. Beim Pet Simulator könnt ihr eure Pets eingeben, also dieser ganze Pet Guide, diese ganzen Wahrscheinlichkeiten basieren auf diesem Simulator. Ihr könnt sagen, welches Habitat, ihr könnt euer Pet auswählen, ihr könnt sagen, welches Level hat das Pet. Wollt ihr ein Pet eures Habitats schlagen, wählt ihr das Pet aus, macht hier den Haken auf Yes, damit das Spiel weiß, das ist ein Habitat und jedes Habitat-Pet hat festgelegte Werte hier unten. Das sind die Spieler dort ausgelesen. Der Hintergrund, damit ihr wisst, wie sinnvoll ist es, dieses Pet jetzt anzugreifen, welche Chance habe ich, dieses Pet zu besiegen, und dann gibt man halt auch noch die Sachen ein, wie ist euer Rudelbonus, also wie viele Pets habt ihr insgesamt in dem Habitat, wie ist euer Gladiator-Trainer, diese ganzen Sachen, die wir gerade gesehen haben, wie viele Pets habt ihr auf 100, dann werden die Werte nämlich auch entsprechend erhöht. Das macht das halt sehr, sehr sinnvoll. Und hier sieht man zum Beispiel, wenn wir mal Tivich nehmen wollen. Wir gehen Tivich auf 100. Machen wir einen Pack-Bonus von 10. Wir machen mal einen Gladiator-Trainer von 13. Heraldon. Können wir das schlagen irgendwie? Ja. Können wir Heraldon schlagen mit Tivich? Wir haben 2 Pets auf 100. Es geht einfach nicht. Selbst mit einem Hohlbonus von 15, einem Gladiator-Trainer von 15, kann man das Pet nicht schlagen. Das ist der Grund, warum man bei Licht nämlich auf jeden Fall Kilrich braucht. Komme was wolle. Also das ist genauso wie Pyrophibus und Dragopyr bei Feuer. Diese Wege funktionieren nicht und die solltet ihr
tunlichst vermeiden. Jo, und da sind wir beim Abschluss meines Pet Guides. Es ist sehr viel gesagt worden. Ich habe versucht, auch alles mit Zeitstempel zu hinterlegen in der Videobeschreibung, zu thematisieren, ohne mich immer wieder zu wiederholen. Es ist ein sehr, sehr interessantes Feature. Es ist sehr, sehr langwierig. Wir sind hier zum Beispiel auf meinem Main-Char nochmal. Da sind die Pets noch nicht alle auf 200. Denn wenn man das erreicht hat, kann man dann über die Hexe Tränke brauen. Das bringt nochmal viel, viel Gold. Das ist also auch ganz nice. Man sollte wissen, Petfights sind RNG-based. Das ändert sich nicht mehr. Das sieht man hier im Late-Game auch sehr gut, wo man 400-500 Punkte Unterschied hat. Manchmal gewinnt man das trotzdem. Also das ist alles sehr, sehr RNG-based. Die Pet-Ehrenhalle dementsprechend ist auch RNG-based. Die ist nicht so wichtig. Was man noch erwähnen kann, es gibt noch zum Beispiel dieses Osterei-Event einmal im Jahr, wo man über gewisse Aufgaben im Spiel Punkte sammelt und dann kann man Früchte gewinnen oder halt auch mal das ein oder andere Pet freischalten, was sonst nicht geht. Wenn dieses Event kommt, solltet ihr das auf jeden Fall mitnehmen. Das ist sehr hilfreich für die Pets und wie gesagt, für Gildenleiter gelten teilweise wichtigere Dinge wie Klasse eines Pets und Level. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich probiere diese noch zu beantworten und ansonsten hoffe ich, hat euch der Pet Guide von mir gefallen. Schaut uns nochmal natürlich an die Shakes and Fidget Taverne, an Something mit seinem Pet Guide, der auch sehr hilfreich war. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich es trotzdem schaffe, trotz dieses ganze RNG-Based mal an einem Server auch von vorne bis hinten bei den Pets ganz weit oben zu sein. Also in der Ehrenhalle auch mal die Top-Plätze langfristig zu belegen. Nicht nur immer für einen Tag oder so. Auf S41 hatte ich es mal geschafft, auf EU1 hatte ich es mal geschafft. Und ja, das ist so ein bisschen mein Ziel. Aber gut, das war's von mir. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Ciao.